Emma spricht mit einem Studenten über Familienplanung. Lukas, magst du eigentlich kleine Kinder sehr? Ja, ich finde Kinder eigentlich ganz süß. Denkst du manchmal über eigene Kinder nach? Ehrlich gesagt, jetzt noch nicht so oft. Ich hätte später gerne mal 2 Kinder. 2 Kinder sind eine gute Zahl, Emma. Möchtest du lieber einen Jungen oder Mädchen? Das ist mir egal, Hauptsache gesund, oder? Ja, das ist natürlich das allerwichtigste Ziel. Aber wir müssen zuerst unser Studium beenden. Ja, wir brauchen auch eine größere Wohnung. In Leipzig gibt es zum Glück genug Platz. Sollen unsere Kinder zweisprachig aufwachsen, Lukas? Ja, Deutsch und Englisch wäre ein Traum. Dann können sie mit meinen Eltern sprechen. Und sie haben später bessere Chancen überall. Du denkst schon an ihre Karriere? Nein, ich denke nur an die Kommunikation. Wann wäre für dich der richtige Zeitpunkt? Vielleicht in 5 oder in 6 Jahren? Das klingt nach einem sehr vernünftigen Plan. Wir wollen ja auch noch viel reisen. Mit Kindern zu reisen ist bestimmt schwer. Viele Leute machen das heutzutage ganz einfach. Ich möchte eine gute Mutter sein, Lukas. Du wirst die beste Mutter der Welt. Und du wirst ein sehr toller Vater. Ich werde Ihnen das Fußballspielen beibringen, Emma. Oh nein, bitte nicht nur Sport, Lukas. Keine Sorge, wir lesen Ihnen auch vor. Werden wir Unterstützung von deinen Eltern bekommen? Meine Mutter möchte unbedingt bald Oma werden. Das habe ich mir schon gedacht. Sie fragt mich fast jede Woche danach. Wir haben ja noch sehr viel Zeit. Genau, wir genießen erstmal unsere Zeit. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, die gleichen Träume zu haben. Hast du Angst vor der großen Verantwortung? Ein bisschen, aber wir sind ja 2. Zusammen schaffen wir das alles ganz bestimmt. Da bin ich mir auch absolut sicher. Möchtest du jetzt noch einen Film sehen? Ja, lass uns eine lustige Komödie schauen. Ohne weinende Babys im Film. Bitte sehr. Okay, ich suche etwas Schönes aus. Danke, Lukas, du bist einfach der Beste. Ich liebe dich, Emma. Für immer jetzt. Ich liebe dich auch sehr, mein Schatz. Emma spricht mit einem Beamten über eine Adressänderung. Guten Tag, ich möchte meinen Wohnsitz ummelden. Haben Sie einen Termin für heute reserviert? Ja, mein Termin war für 11 Uhr. Wie ist Ihr Name und Ihre Adresse? Emma Smith. Ich wohne jetzt in der Hauptstraße. Sind Sie innerhalb von Dresden umgezogen, Emma? Ja, ich bin nur 2 Straßen weitergezogen. Haben Sie die Bestätigung vom Vermieter dabei? Ja, hier ist das unterschriebene Dokument, bitte. Ich brauche auch Ihren Reisepass zur Identifikation. Hier ist mein Pass. Er ist noch gültig. Haben Sie noch Ihren alten Meldezettel dabei? Nein, muss ich den unbedingt dabei haben? Nein, ich finde die Daten auch hier. Wie lange dauert die Änderung im System? Das dauert nur ein paar Minuten heute. Muss ich dafür eine Gebühr bezahlen heute?
Nein, die Anmeldung ist in Deutschland kostenlos. Das ist sehr gut. In England kostet das. In Deutschland ist das Gesetz für alle. Bekomme ich eine neue Bestätigung von Ihnen? Ja, ich drucke Ihnen das Dokument sofort aus. Muss ich das Dokument auch der Bank geben? Ja, und auch Ihrer Krankenversicherung und Universität. Oh, das sind aber viele verschiedene Stellen. Ja, die neue Adresse ist sehr wichtig. Ändern Sie auch die Adresse auf meinem Ausweis? Bei einem Reisepass gibt es keinen Aufkleber. Stimmt, da steht ja gar keine Adresse drauf. Genau. Nur im System ist sie jetzt neu. Kann ich auch mein Auto hier sofort ummelden? Nein, dafür müssen Sie zur Kfz-Zulassungsstelle gehen. Ist das ein anderes Gebäude in der Stadt? Ja, das ist am anderen Ende von Dresden. Dann mache ich das an einem anderen Tag. Sie haben dafür 2 Wochen Zeit, Emma. Gut, das schaffe ich bestimmt nächste Woche. Hier ist Ihre neue Meldebestätigung, bitte sehr. Muss ich hier noch irgendwo unterschreiben heute? Ja, bitte hier unten rechts auf dem Feld. So, ist das so richtig für Sie? Ja, perfekt, vielen Dank für den Besuch. Danke für die schnelle Hilfe beim Amt. Gerne. Einen schönen Tag in der Wohnung. Danke, auf Wiedersehen und einen guten Tag. Auf Wiedersehen, Frau Smith. Alles Gute Ihnen. Tschüss und danke für den tollen Service. Emma spricht mit einem Tankwart nach dem Weg. Entschuldigung, können Sie mir bitte kurz helfen? Ja klar, haben Sie sich etwa verfahren? Mein GPS funktioniert hier leider gar nicht. Wo möchten Sie denn genau hinfahren? Ich suche den Weg zum Tegernsee bitte. Da sind Sie hier fast ganz richtig. Muss ich zurück auf die große Autobahn? Ja, fahren Sie dort vorne wieder rechts. Und welche Ausfahrt muss ich dann nehmen? Nehmen Sie die Ausfahrt Nummer 81 bitte. Ist der Weg von dort gut beschildert? Ja, achten Sie einfach auf die braunen Schilder. Wie viele Kilometer sind es noch bis dahin? Es sind noch ungefähr 20 Kilometer Fahrt. Das dauert also noch circa 15 Minuten. Bei diesem Verkehr dauert es etwas länger. Gibt es dort in der Nähe einen Parkplatz? Ja, direkt am See gibt es ein Parkhaus. Ist das Parken dort sehr teuer für Touristen? Es geht eigentlich 2 Euro pro Stunde etwa. Kann man dort auch gut spazieren gehen? Ja, der Weg um den See ist toll. Muss ich an der nächsten Ampel links? Nein, an der Ampel fahren Sie geradeaus weiter. Oh, gut, dass ich Sie gefragt habe. Danke. Die Baustelle dort vorne verwirrt viele Leute. Ja, Baustellen gibt es hier sehr viele. Das ist leider typisch für den deutschen Sommer. Kann ich hier auch noch schnell Luft prüfen? Ja, das Gerät steht dort drüben an Wand. Kostet die Luft an dieser Tankstelle etwas? Nein, der Service ist bei uns noch gratis. Das ist sehr nett. Vielen Dank dafür. Brauchen Sie auch noch Scheibenwischwasser für heute? Nein, danke. Mein Tank ist noch ganz voll. Dann wünsche ich Ihnen eine sehr gute Fahrt. Danke. Hoffentlich finde ich den See jetzt.
Fahren Sie einfach immer Richtung Süden, Emma. Süden ist dort, wo die Berge sind? Genau, wenn Sie die Alpen sehen, passt es. Die Berge sehen heute wirklich wunderschön aus. Ja, das Wetter ist heute perfekt für Ausflüge. Vielen Dank für die sehr nette Hilfe. Kein Problem, kommen Sie gut ans Ziel. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Tschüss und passen Sie auf sich auf. Emma spricht mit einem Kellner über eine Steckdose. Entschuldigung, kann ich Sie kurz etwas fragen? Ja, sicher. Kann ich Ihnen etwas bringen? Ich brauche dringend Strom für meinen Laptop. Oh, Ihr Akku ist wohl fast ganz leer? Ja, ich habe nur noch 2%. Das ist wirklich sehr wenig zum Arbeiten. Gibt es hier am Tisch eine freie Steckdose? Leider gibt es hier am Fenster keine Steckdose. Darf ich mich vielleicht an den anderen Tisch setzen? Ja, der Tisch dort in der Ecke hat Strom. Das wäre fantastisch. Ich muss eine Hausarbeit schreiben. Kein Problem. Ich helfe Ihnen kurz beim Umziehen. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Danke. Gerne. Ich trage Ihren Kaffee zum neuen Tisch. Kann ich dort auch mein Handy gleichzeitig laden? Ja, es gibt dort 2 Anschlüsse in der Wand. Super, dann bin ich für heute gerettet. Wie lange möchten Sie heute hier arbeiten? Ich denke, ich bleibe für etwa 2 Stunden. Ist das WLAN für Sie schnell genug hier? Ja, das Internet funktioniert hier wirklich sehr gut. Brauchen Sie vielleicht noch ein Stück Kuchen dazu? Ja, Zucker hilft beim Denken, oder? Wir haben heute frischen Käsekuchen im Angebot. Den nehme ich, er sieht sehr lecker aus. Ich bringe ihn Ihnen sofort an den Tisch. Kann ich hier auch mit meinem Laptop telefonieren? Bitte telefonieren Sie nicht zu laut. Im Café. Keine Sorge, ich benutze sowieso meine Kopfhörer heute. Dann ist das absolut kein Problem für uns. Vielen Dank, dass Sie so flexibel sind heute. Wir haben viele Studenten als Gäste hier. Das merkt man. Die Atmosphäre ist sehr angenehm. Das freut uns sehr zu hören, Emma. Woher kennen Sie eigentlich meinen Vornamen, Herr? Ihr Name steht groß auf Ihrem Laptop-Aufkleber. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. So, hier ist die Steckdose, direkt hinter Ihnen. Perfekt. Das Kabel ist lang genug dafür. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Schreiben. Danke. Ich werde mich jetzt ganz fest konzentrieren. Ich bringe gleich den Kuchen und den Kaffee. Vielen Dank für den wirklich tollen Service hier. Sehr gerne. Genießen Sie die Zeit bei uns. Auf Wiedersehen. Ich fange jetzt sofort an. Viel Spaß und bis gleich am Tisch. Emma spricht mit einem Grafikdesigner über Geld. Lukas, wir müssen über unsere Finanzen sprechen. Hast du die Miete für diesen Monat berechnet? Ja, sie ist leider ein bisschen teurer geworden. Warum ist die Miete denn plötzlich gestiegen, Emma? Die Nebenkosten für Heizung sind jetzt viel höher. Das liegt wohl an den hohen Energiepreisen aktuell. Wie teilen wir die Kosten diesen Monat auf?
Wir machen es wie immer. Jeder zahlt die Hälfte. Ich habe diesen Monat aber weniger Geld verdient. Soll ich diesen Monat vielleicht etwas mehr bezahlen? Das wäre sehr lieb. Ich zahle es später zurück. Du musst mir gar nichts zurückzahlen, Emma. Wir brauchen auch ein gemeinsames Konto für Essen. Das ist eine wirklich sehr gute Idee, Schatz. Dann können wir dort jeden Monat Geld einzahlen. Wie viel Geld soll jeder von uns einzahlen? Ich denke, 200 € für jeden sind genug. Davon können wir dann alle Lebensmittel einkaufen. Wer geht diesen Samstag eigentlich groß einkaufen heute? Das können wir am besten zusammen machen, oder? Dann kaufen wir aber nicht so viel Süßes. Aber Schokolade ist doch auch sehr wichtig, Emma. Wir müssen auch Geld für den Urlaub sparen. Möchtest du im Sommer nach England fliegen? Ja, aber die Flüge sind zurzeit sehr teuer. Wenn wir jetzt buchen, sparen wir vielleicht Geld. Ich schaue heute Abend mal nach günstigen Angeboten. Hast du auch an die Versicherung für uns gedacht? Ja, die Haftpflichtversicherung bezahlen wir schon jährlich zusammen. Das ist gut. Dann haben wir keine Sorgen. Was machen wir, wenn eine Waschmaschine kaputt geht? Wir sollten immer ein kleines Notgeldkonto haben. Wie viel Geld sollte auf diesem Konto sein? Ich denke, 1.000 € sind eine gute Sicherheit. Das dauert aber lange, bis wir das haben. Schritt für Schritt. Emma, wir haben Zeit. Ich bin froh, dass wir so ehrlich sind. Über Geld zu sprechen ist sehr wichtig. In meiner Familie war das immer ein Tabu. In Deutschland sprechen wir oft ganz offen darüber. Das finde ich gut, so gibt es keinen Streit. Genau, Transparenz ist das Wichtigste in Beziehung. Ich liebe dich nicht wegen deines Geldes, Lukas. Das weiß ich. Ich habe ja auch nicht viel. Du hast aber ein großes Herz, das zählt mehr. Danke, Emma. Du bist mir auch sehr wichtig. Dann ist unser Plan für heute fertig, oder? Ja, lass uns jetzt zusammen etwas kochen gehen. Gute Idee. Ich habe Hunger auf Pasta heute. Ich mache die Soße. Du machst die Nudeln. Abgemacht. Das wird ein sehr leckeres Abendessen. Emma spricht mit einer Beraterin über ihre Rechte. Guten Tag. Ich habe eine Frage zu Rechten. Guten Tag. Geht es um Ihre Rechte als Bürgerin? Ja. Ich lebe als Britin jetzt in Deutschland. Haben Sie Fragen zu Ihrem aktuellen Aufenthaltsrecht hier? Ja? Darf ich hier eigentlich ohne Probleme arbeiten? Als Studentin dürfen Sie ein paar Stunden arbeiten. Wie viele Stunden sind das genau pro Woche? Normalerweise sind das 20 Stunden während des Semesters. Darf ich auch in den Ferien voll arbeiten? Ja, in den Semesterferien gibt es keine Grenze. Habe ich auch ein Recht auf ärztliche Hilfe? Ja, wenn Sie hier krankenversichert sind, natürlich. Wie sieht es mit dem Wahlrecht für mich aus? Bei der Bundestagswahl dürfen Sie leider nicht wählen. Darf ich aber bei den Kommunalwahlen hier wählen? Da Sie keine EU-Bürgerin sind,
leider auch nicht. Das ist schade. Ich lebe doch auch hier. Das Gesetz ist da leider sehr eindeutig, Emma. Habe ich ein Recht auf einen deutschen Pass? Ja, aber erst nach ein paar Jahren Aufenthalt. Wie viele Jahre muss ich genau hier leben? Meistens sind das jetzt 5 Jahre in Deutschland. Muss ich dafür auch einen schweren Test machen? Ja, den Einbürgerungstest über Politik und Geschichte. Da muss ich wohl noch viel lernen. Sie sprechen aber schon sehr gut Deutsch, Emma. Danke, die Sprache ist für mich sehr wichtig. Haben Sie auch ein Recht auf finanzielle Hilfe? Das habe ich neulich schon beim Amt gefragt. Als Studentin aus dem Ausland ist das schwer. Gibt es kostenlose Rechtsberatung für junge Leute hier? Ja, die Universität bietet oft eine Rechtsberatung an. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen Dank. Haben Sie auch Fragen zu Ihrem Mietrecht heute? Ja, mein Vermieter möchte die Kaution nicht zurückgeben. Das ist nicht erlaubt, wenn alles in Ordnung ist. Er sagt, die Wände sind nicht weiß genug. Da gibt es genaue Regeln. Im deutschen Mietrecht. Ich werde mich dort mal genauer informieren gehen. Nehmen Sie diese Broschüre hier gerne mit nach Hause. Danke, das ist sehr viel Lesestoff für mich heute. Wissen ist Macht, wie man in Deutschland sagt. Das ist ein sehr schöner und kluger Satz. Haben Sie sonst noch ein anderes wichtiges Anliegen? Nein, für heute habe ich genug Informationen bekommen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei allem. Vielen Dank für Ihre geduldige und nette Beratung. Sehr gerne. Kommen Sie bei Fragen einfach wieder. Das mache ich bestimmt bald mal wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag in Berlin. Danke, Ihnen auch einen schönen Arbeitstag heute noch.